Dass du geizig nicht die Quest-Items aufsammelst und verkaufst, ist skandalös. Ich teste, was NPC-Items wert sind, nicht Quest-Items. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Der wäre ich gerade alles dumm und dämlich. Nur dich. Also, wir haben jetzt komplettes Inventar voll gefarmt. 9,4 Millionen Penya. Ich habe jetzt mal geguckt, was so einzelne Items wert sind. Das günstigste, was ich jetzt gesehen habe, war 39.000 aus Coral Island. Und das teuerste war hier die Axe für 160.000. Also irgendwas zwischen 40 und 160.000. Ah, hier war gerade was für 33.000. Okay, 30 bis 160.000, sowas in dem Dreh. Sind die meisten Items. Je nachdem natürlich, ob sie noch plus oder clean sind. Also merken wir uns 9,4 Millionen. 9,4. Und Items so zwischen 30 bis 160. Okay. Eigentlich muss man das mehrfach machen. Je nach Droplet kann das hart variieren. Deswegen haben wir uns jetzt ja auch angeguckt, was die einzelnen Items wert sind. Deswegen haben wir uns jetzt ja auch angeguckt, was die einzelnen Items wert sind, um das auch vergleichen zu können. Sir. Deswegen habe ich jetzt ja geguckt, was ist das günstigste und das teuerste Item, so Pi mal Daumen. Ohne Plus. Ihr habt natürlich nur Items auch genommen, die nicht geplust sind. Und natürlich ist das nur ein... Ja, aber... Also mag schon sein, ja. Aber die Drop-Rate von... Also, wenn du jetzt so und so viele Items farmst... Oh Mist, wenn ich jetzt Arcanist mache, muss ich ja nochmal Neues gehen, oder? Scheiße. No way, oder? Nee. Lass mich jetzt bitte die normale MSGs neu verteilen, Bro. Das wäre so unfassbar fucking lustig für den Chat. Was? Ich glaube, Einstein hat auch nur Pi mal Daumen gerechnet. Das passt so. Yes, sir. Na gut. Also ich sehe hier nicht allzu viele Waffen. Also es sind definitiv viel mehr Teile. Rüstungsteile. Und, jo, meine Prediction war 15,3. Oh. 25. 9,4 gegen 25. Gleiche Inventargröße, genau die gleiche Anzahl an Items. Holy Macaroni. Da hast du kaum Waffen drin. Naja, die Waffen erkennt man nicht so gut. Das sind schon ein paar Waffen. Hier zum Beispiel, hier sind sogar 4 Waffen hintereinander, also untereinander. Na, es müsste ungefähr genauso sein wie in Coral Island, aber das ist ja das, was ich rausfinde, also das Gefühl, deswegen wollte ich das ja testen. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass die NPC-Items unfassbar teuer, also unfassbar viel Penya bringen. Deswegen wollte ich das ja testen, weil ich wollte mein Gefühl bestätigen. Und es ist mehr als doppelt so viel. Das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, ja gut, bei dem einen Inventar waren 50 Waffen drin, beim anderen waren keine Waffen drin oder so. Es war beides random. Natürlich könnte man es jetzt noch 10-mal wiederholen. Dann würde man vielleicht auf andere Werte kommen. Vielleicht minimal. Aber ist ja egal. Also hier ist eine Cleanest Suit 450.000. Oh, das ist interessant. Die Waffen sind wertlos. Die Waffen kosten alle 50.000. Die Rüstungen und... Wow, okay. Wow. Jede Suit ist 450.000. Jeder Helm, jede Boots 150.000. Gowns 237.000. Okay, das heißt, das Lustige ist sogar, die Waffen würden es sogar schlechter machen. Aber es sind sehr viele glatte Zahlen dabei. Ja, ich glaube, dass das noch nicht fertig ist. Das ist, glaube ich, noch nicht ausgereift. Weil vor allem 50.000 ist deswegen interessant, weil alle Waffen in Flive PC, also Lusaka's Axe zum Beispiel in Flive PC, Ultimate Lusaka's Axe beim NPC, 50.000 Penya. Also scheint so, als hätten die da irgendwas von Flive PC übernommen. Kann, glaube ich, kein Zufall sein, dass jetzt diese Waffen, die in Flive PC Unique-Waffen oder halt Ultimate-Waffen gewesen wären,
die beim NPC quasi auch wertlos gewesen wären. Dass es jetzt genau 50.000 sind, ist, glaube ich, kein Zufall. Aber ja, das ist auf jeden Fall das, was ich rausfinden wollte. Und mein Gefühl ist auf jeden Fall bestätigt gewesen. Weil ich hatte ja echt immer volles Inventory, komplett mit Power-Ups und irgendeinem Scheiß und so viel Equipment auf dem anderen Char. Deswegen wollte ich jetzt nochmal einen cleanen Char machen, einfach schnell, der komplett leer ist. Ohne, dass ich jetzt alles wegschmeißen muss, was ich geupgradet habe und so. Da hatte ich teilweise, ich habe einfach 8 Millionen Penya bekommen, obwohl mein komplettes Inventar voll mit Shit war und ich gefühlt nur 10 Items im Inventar, also gefühlt nur 20 Items oder so im Inventar hatte. Und haben einfach 8 Millionen bekommen. Das kam mir so seltsam vor, aber ich habe jetzt auch nicht so krass drauf geachtet gehabt. Aber dann dachte ich mir, Junge, das muss halt ungefähr 200, also muss mindestens doppelt so viel sein wie in Coral Island. Und das ist es jetzt ja auch. Weil ich hätte nämlich gesagt, wenn man mich gefragt hätte, ich hätte gesagt, ja, macht halt 15% oder so. Also wenn du in Coral Island 10 Millionen bekommst, kriegst du in Kailun maximal 11,5 Millionen so ungefähr. Oder lass es 30% sein vielleicht. 10 Millionen zu 13 Millionen oder so. Halt irgendwas, was irgendwo Sinn ergibt. Ja, okay, du fühlst dich appreciated. Du kriegst auf jeden Fall mehr. Also es ist wichtig, dass man mehr bekommt. Ich meine, eine gewisse Inflation kannst du eh nicht verhindern. Es muss mehr Penya sein. Aber wenn du es immer nur leicht anhebst, von 10 auf 13 und dann in 2 Jahren von 13 auf 16 und so weiter, dann ist das eine Inflation über Jahrzehnte, die man auf jeden Fall vertreten kann. Ich meine, im echten Leben gibt es ja auch eine stetige Inflation und so, die ja auch sein soll. Aber das ist geistesgestört. Also das müssen sie auf jeden Fall ändern, weil das ist ja also das ist kein Zustand. Das sind 250% quasi. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel.